Ja, moin, ich bin TJC. Ich werde in Kürze 54, wohne im Niederbergischen in so einem kleinen Kaff namens Fellbad. Seit 6 Jahren, weil ich wegen der Liebe hergezogen bin. Ich arbeite in einem großen Klinikum und ansonsten arbeite ich relativ viel für die Community mit Workshops, Vorträgen und Ähnlichem. Das mache ich auch sehr, sehr lange schon, auch schon bevor ich hierher gezogen bin. Ja, und hobbymäßig, da kommt das Niederbergische mir sehr zugute. Ich wandere gerne, ich fahre auch gerne Fahrrad und ich tanze gerne. Standard und Latein tatsächlich und auch noch in einer Tanzschule, die jetzt nicht explizit auf, keine Ahnung, schwul, lesbisch, irgendwas ausgerichtet ist. Irgendwie wusste ich immer, ich bin anders, aber ich konnte es nicht in Worte fassen, was auch daran liegt, dass meine Kindheit in Zeiten stattfand, in denen es kein Internet gab und natürlich auch wenig über abweichende Geschlechtsidentitäten irgendwo geschrieben wurden. Und ich habe halt selbst ein bisschen versucht, was rauszufinden, habe irgendwann mal eine Bravo gelesen, wo es zumindest um das Thema Transsexualität ging. Dann dachte ich, naja, das könnte bei mir ja auch sein. Habe dann lange Zeit gedacht, das wäre so und irgendwann dachte ich, nee, das ist es aber irgendwie auch nicht, das passt alles nicht. Und dann bin ich eher so zufällig drüber gestolpert, dass es dann doch noch Möglichkeiten darüber hinaus oder halt ganz anders gibt und dachte, okay, das ist eine schöne Sache und habe dann beschlossen, mein Geschlecht bin ich. Heutzutage, wo alles ja ein bisschen bekannter ist, was es in der Stelle oder in dem Bereich so gibt, sage ich halt dann eher mal, ja, was weiß ich, genderqueer oder diversgeschlechtlich, gerne auch kein Geschlecht. Das ist letztendlich das, was ich am liebsten sage. Wenigstens gibt es jetzt Begriffe dafür. Letztendlich ist es aber, wenn ich sage kein Geschlecht, dann bin es immer noch ich als Geschlecht letztendlich. Und ich habe ja vorhin mal in so einer Aktionsgruppe gearbeitet. Da haben wir auch mal so ein kleines Selbststatement gemacht. Da habe ich halt auch damals auch schon gesagt, ja, mein Geschlecht bin ich oder sowas in der Richtung. Ich versuche tatsächlich immer möglichst so zu sprechen, dass es auch allgemein verständlich ist. Das finde ich ganz wichtig, weil ich ja auch relativ viel Öffentlichkeitsarbeit in meinem Leben gemacht habe und immer wieder darauf stoße, wenn Menschen zusammensitzen, die sich halt mit dem Thema häufiger beschäftigen. Das geht dann in so einen, ja, ich sag mal wirklich Fremdwortdiskurs, nenne ich das. Und damit kommen halt viele Leute gar nicht klar. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, wirklich so zu sprechen, dass ich halt alle mitnehmen kann, die das halt hören. Und das finde ich auch wichtig. Also ich versuche tatsächlich mit der Sprache so umzugehen, dass da eben nicht ganz viele Worte auftauchen, die im Zweifelsfall für Dritte unverständlich sind. Ich habe ja relativ früh mit meinem Aktivismus angefangen und wir waren halt auch immer mal wieder in Kontexten unterwegs, also wir heißt dann in dem Fall mit dieser Aktionsgruppe, mit der ich damals unterwegs war, wo dann halt die Fragen schon so gestellt wurden, weil das dann irgendwelche Menschen waren, die halt zu dem Zeitpunkt dann Gender studierten oder sowas, was es ja zu meiner Zeit überhaupt gar nicht gab. Und da waren die Fragen schon so kompliziert, dass selbst wir manchmal nachfragen mussten, was die eigentlich genau meinten. Und dann dachte ich, nee, das kann so nicht funktionieren. Also wir dürfen auch möglichst nicht so sprechen, weil sonst gibt's halt einfach totale Missverständnisse oder eben auch komplettes Unverständnis. Und das war halt so in den 90ern, als wir damit angefangen oder als ich das festgestellt habe, dass man so reden muss oder dass ich so reden sollte, dass es eben verständlich ist. Und das ist wirklich spannend gewesen, auf so Trans-Tagungen und so, da waren natürlich auch viele Leute, die eben auch irgendwie einen universitären Hintergrund hatten. Und dann habe ich immer gedacht, ja, ihr könnt schön miteinander so sprechen, aber dann versteht euch niemand. Und das wollte ich halt nicht. Also was meine Identität angeht, das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema gewesen. Also das Erweckungserlebnis war tatsächlich auch in der Trans-Tagung in Berlin, als ich eben einen Workshop der Blauen Käfer besucht habe. Damals war ich da noch nicht Mitglied. Und die sprachen halt tatsächlich darüber, dass es eben auch über das Binäre hinaus Geschlecht gibt. Und dann saß ich da und dachte, ja, endlich gibt es mal irgendwie ein Wort oder zumindest Menschen, die sich damit beschäftigen und die halt sagen, gibt es auch alles. Und da habe ich dann gedacht, ja, so ist es. Darüber hinaus oder gar nicht oder wie auch immer.
das war tatsächlich so der Zeitpunkt, wo mir das erstmalig so deutlich klar geworden ist. Das war, kann noch überlegen, es müsste so tatsächlich um die Jahrzehntwende 90er gewesen sein. Schon eine Weile her. Und da war das einfach noch nicht so verbreitet, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder über das Thema zu sprechen. Mein Aufwachsen oder mein Leben war, wie ich fand, relativ schwierig. Wobei ich jetzt ein ganz klassisches Elternhaus habe und auch keinerlei Probleme mit meinen Eltern in irgendeiner Form. Nur dadurch, dass ich halt tatsächlich schon als Kind unter Depressionen litt, das macht es nicht einfach. Und damit halt quasi durch die Welt zu gehen und letztendlich die Welt immer eher so ein bisschen negativ zu betrachten, war schon relativ kompliziert. Und wenn dann noch die eigene Feststellung getroffen wird und irgendwas stimmt auch mit dem Thema Geschlecht bei mir nicht, macht es das tatsächlich auch nicht einfacher. Und dann ist es auch so, dass ich bin Einzelkind, das heißt auch relativ behütet, also Eltern haben relativ viel Einfluss gehabt und die sind halt schon sehr heteronormativ, um es deutlich zu sagen. Also das war an vielen Stellen einerseits halt gut behütet und mir hat da nichts gefehlt. Aber ich bin nicht umsonst tatsächlich direkt nach meinem Abi 630 Kilometer weit weggezogen und habe eine Ausbildung begonnen. Weil das war wichtig, um mich von meinen Eltern abzunabeln. Und das ist mit dem oder Umziehen, das ist ja was, das habe ich dann zu so einer Art Sport umfunktioniert. Also ich habe meine Ausbildung gemacht und dann halt aus Süddeutschland nach Mitteldeutschland gezogen. Mitteldeutschland im Sinne von Mitteldeutschlands, also Nordhessen, um es genau zu nehmen. Bin dann von da nach Berlin gegangen, da habe ich sehr, sehr lange verbracht und bin dann jetzt der Liebe wegen halt hier in die Ecke gekommen, vor 6 Jahren. Insofern auch das war durchaus natürlich prägend für mich. Ne? Diese Umzüge, jedes Mal wieder einen neuen Freundeskreis irgendwie aufbauen, ist auch nicht so einfach. Zumal halt Freundschaft für mich auch was Wichtiges ist. Wobei ich natürlich auch aus den meisten Ecken noch Leute habe, mit denen ich irgendwie Kontakt habe. Und die auch mitgegangen sind, meinen Weg. Auch das ist ja nicht unwichtig, weil viele von denen haben davon ursprünglich nichts gewusst und erst später das davon mitbekommen. Also insofern, ich habe tatsächlich einige Einschnitte und ich bin leider auch im Verhältnis schon häufiger im Krankenhaus gewesen. Das prägt halt auch, muss ich leider auch sagen. Also das sind auf jeden Fall so Dinge in meinem Leben, die halt ganz wesentlich waren. Wenn du halt jung bist und feststellst, irgendwas ist mit dir anders, dann guckst du halt irgendwie, wo könnte ich denn eventuell Gleichgesinnte finden. Und damals wohnte ich als ich rausgekommen bin, wohnte ich sogar noch in Kassel. Ich bin dann nach Berlin gezogen und als ich in Berlin dann wohnte, habe ich halt da versucht, einfach ein bisschen Kontakt zu finden. Wie gesagt, kein Internet. Und bin dann damals auf den Sonntagsclub gestoßen. Das war so, oder ist eine Institution halt gerade für das Thema auch Trans und letztendlich auch schwul, lesbisch und viele andere Dinge. Und darüber bin ich dann auf die Trans-Tagung gestoßen, die tatsächlich auch eben im Sonntagsclub stattgefunden hat damals. Ja, und die Trans-Tagung war für mich insofern ja schon mal hilfreich, weil ich ja damals noch dachte, ich sei einfach trans. Und mit der Trans-Tagung ging es dann eben mit den Blauen Käfern weiter. Dann habe ich mich denen angeschlossen. War 3 Jahre oder so mit denen zugange. Das war eine Aktionsgruppe, die sich halt mit dem Thema Geschlecht im weitesten Sinne beschäftigt hat und tatsächlich den wesentlichen Teil ihrer Arbeit damit verbracht hat, auf Lesben-Frühlingstreffen zu erklären, wer dahin darf und wer nicht. Oder beziehungsweise warum Menschen dahin dürfen, die sich halt als lesbisch definieren, aber möglicherweise nicht so als lesbisch angesehen werden, wie das halt einige OrganisatorInnen, wenn die das jetzt schon hören, egal, wie das halt einige OrganisatorInnen des Lesben-Frühlingstreffens vielleicht denken, wie lesbisch sein oder zu sein hat. So ist es, glaube ich, richtig. Das war das, womit die Blauen Käfer viel gemacht haben, über Jahre hinweg, bis dann irgendwann mal ein Lesben-Frühlingstreffen ziemlich eskaliert ist. Lustigerweise sogar in Berlin. Aber das war halt das, was die machten, sich eben damit zu beschäftigen, was ist Geschlecht,
wie kann es aussehen und vor allem, warum ist es nicht binär? Also ich habe mich dann letztendlich eben darauf spezialisiert zu gucken, dass ich weiterhin Vorträge halte oder Workshops mache oder ähnliches. Habe das dann noch eine Weile halt gemacht und also eine ganze Weile für die AWO in Berlin beispielsweise. Auch zufällig tatsächlich drangekommen, weil ich habe, dadurch, dass ich eine Fernbeziehung nach Düsseldorf führte, habe ich halt Mitfahrgelegenheiten angeboten und da saß tatsächlich mal jemand, die solche Workshops organisierte für die AWO. Das war natürlich ganz praktisch. So kommen manchmal so lustige Sachen zustande. Ich finde das immer ganz großartig. Mitfahrgelegenheiten sind auch eine tolle Sache, um interessante Kontakte zu knüpfen. Letztendlich bin ich, als ich nach Düsseldorf gekommen bin, ja, da bin ich ja direkt gefragt worden, nachdem klar war, dass es hier eine Transberatung geben wird, ob ich denn nicht eine Selbsthilfegruppe für nicht-binäre Menschen leiten möchte. Und habe dann natürlich sofort Ja gesagt, weil ich schon dachte, was mache ich denn hier in Düsseldorf in dem Bereich? Ja, schon wusste ich's. Dann leite ich halt eine Selbsthilfegruppe. Ja, und so hat sich das quasi irgendwie mal weiter irgendwie entwickelt. Nee, aber es ist schon einfach ein Rückhalt und eben auch eine Unterstützung, wenn ich halt irgendwas mal benötige oder so. Dafür ist die queere Community für mich schon wichtig. Also brauchen, finde ich, tun wir die Community auf jeden Fall, auch wenn alle möglichen Menschen schon denken, ja, ist ja alles erreicht. Nee, ist eben nicht alles erreicht. Und ein bisschen Macht gegen diesen ganzen anderen Unsinn, den wir da gerade haben, das wäre schon wichtig. Aber eben nicht so ständig und häufig vielleicht, wie es andere tun, einfach weil ich halt weitestgehend ja in einem nicht queeren Umfeld arbeite. Ich wohne in einem nicht queeren Umfeld. Da ist nicht so viel Bezug dazu. Tatsächlich gab es eine Person, die auch noch in diesem Städtchen wohnte, in dem ich wohnte, von der ich jetzt wollte, die ist jetzt nach Wuppertal gezogen. Das finde ich auch ein bisschen unfair, muss ich gestehen. Hatte mich noch gefreut, dass es dann immerhin noch 2 queere Personen verwirklicht waren. Nein, es bleibt dann, dann doch bei der einen. Ja, insofern ist das mit dem Bezug manchmal etwas schwierig, weil das einfach nicht meine Lebensrealität in vielen Fällen widerspiegelt. Das eine ist natürlich, was hat mein Outing mit mir selbst gemacht? Das war sehr erlösend, um es deutlich zu sagen, weil mich das vorher schon sehr belastet hat, dass ich mit diversen Menschen nicht darüber gesprochen habe und auch meine Eltern offensichtlich, die sind aus allen Wolken gefallen. Die hatte echt keine Ahnung. Also insofern, es lebt sich freier damit und ich halte damit auch nicht hinter den Berg. Ich finde es ohnehin schwierig, als nicht-binärer Mensch mit der eigenen Geschlechtsidentität hinter den Berg zu halten, weil meistens da doch irgendwie komische Fragen kommen. Und leider eben auch immer noch, oder vielleicht jetzt sogar mehr, weil das ist eine interessante Entwicklung, wie ich finde, weil je mehr das Thema in die Öffentlichkeit gerät, desto mehr Widerstand gibt es dagegen und desto mehr achten halt Leute auch drauf und trauen sich dann auch irgendwelche Fragen zu stellen, die sich vielleicht anderen Menschen nicht stellen würden. Ob es nun Geschlechtsteile oder ähnliches sind, da gibt es tatsächlich so Grenzen, die leider jetzt intensiv überschritten werden, was glaube ich auch viel mit dem Internet zu tun hat, dass die Menschen einfach da an der Stelle auch nicht mehr so viel Rücksicht nehmen, weil sie denken, das kriege ich sowieso alles im Internet gezeigt. Kann ich auch mal fragen. Irgendwelchen Veranstaltungen, wo ich mal über mich rede oder so, da kommen ja auch gerne solche Fragen. Und das denke ich mal, oh Leute, ihr fragt doch auch nicht euren Nachbarn. Ja, ich finde es eine schöne Idee, einfach mal beim Nachbarn klingeln und sagen, was haben Sie eigentlich in der Hose? Tatsächlich, das Internet, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema, weil das Internet eben vor allem ja auch Zugang zu Informationen im Wesentlichen eröffnet hat, die es einfach früher nicht ging. Wollte ich früher was über beispielsweise das Thema, und wenn es nur schwul-lesbisch oder sowas gewesen, musste ich in die Bücherei laufen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele jünger Menschen das nachher sehen werden, aber Bücherei, das ist irgendwas, da muss man hingehen, ist man auch Mitglied, ja, da gibt es so eine Karte, und dann kannst du da Bücher ausleihen. Ja, Bücher kennen ja auch nicht mehr alle, und da steht dann tatsächlich was über beispielsweise sexuelle Ausrichtung oder vielleicht auch sogar das Geschlecht drin. Das ist durchaus kompliziert gewesen. Und das Internet hat, was das angeht, natürlich echt unglaublich viel verändert. Vernetzung ist das zweite Thema beim Internet.
Klar, also die Möglichkeit, sich heutzutage zu vernetzen, ich meine, diese ganzen Foren, die es gibt für alles Mögliche, und wenn es nur für, keine Ahnung, RassekaninchenzüchterInnen ist oder sowas in der Richtung, die haben sich früher bestimmt auch nicht so toll verletzen können, aber jetzt heutzutage können sie das. Das ist sicherlich auch etwas, was auch im Bereich Geschlecht und sexueller Ausrichtung einiges erleichtert. Ja, ich gebe zu, bei mir war zum Beispiel auch das FDM-Portal ganz wesentlich, obwohl es ja eigentlich ein Frau-zu-Mann-Portal ist, aber die haben alle einen relativ großen queeren Anteil. Und insofern auch das war sehr hilfreich, als ich dann so auf meinem Weg war und das Internet irgendwann mal da war. Und mich auch jemand dann tatsächlich gebeten hat, da doch reinzugehen, nicht zu vergessen. Obwohl es eben eigentlich für Menschen ist, die namentlich, dem ich jetzt nicht entspreche, aber der meinte, es wäre ganz wichtig, dass auch Leute mit anderen Ansichten da mal reingehen. Da wären zu viele Hardliner drin. Also ich denke, dass solche Aktionen wie Aktion Standesamt oder drittes Geschlecht heutzutage natürlich tatsächlich viele jüngere Menschen erreichen. Es ist ja ohnehin so, viele GegnerInnen sagen ja, das ist ja inzwischen fast schon so eine Art Trend, ne? Die Jugend wird ja quasi hingetrieben. Dann denke ich mal, ja, was sicherlich ein Thema ist, dass heutzutage viel mehr Menschen darauf kommen, dass sie irgendwas damit zu tun haben und eben nicht nur mit Trans, sondern gegebenenfalls eben auch mit Nicht-Binarität, weil es eben einfacher ist, solche Aktionen wie die Aktion Standesamt oder drittes Geschlecht eben übers Internet oder sowas zu verbreiten, und dann kommen halt auch mehr Leute drauf, dass sie damit vielleicht irgendwas zu tun haben können. Also ich glaube, das ist schon hilfreich, um eben Menschen anzusprechen, die vielleicht sonst auch lange Zeit überlegen, was denn los sein könnte, weil sie in irgendeinem Kuhkaff oder so wohnen und von nichts irgendwas mitbekommen, wobei es das ja kaum noch gibt. Aber also solche Sachen sind schon wichtig. Also ich finde es einfach wichtig, dass Menschen überhaupt, auch gerade jüngere Menschen, einfach sie selbst sind und sich davon auch nicht abbringen lassen. Dazu zählt logischerweise auch ihre geschlechtliche Selbstinterpretation oder Selbstdefinition. Aber was ich immer wichtig finde, gerade weil ja auch heutzutage bei den jüngeren Menschen sehr, sehr viel Aktivismus dabei ist, ich finde es immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass es halt auch schief gehen kann. Oder dass es irgendwelche wirklich Hindernisse oder sowas gibt, die einfach tatsächlich unüberwindbar sind aufgrund von irgendwelchen Gesetzeslagen oder Ähnlichem. Weil nichts ist schlimmer als, wie soll ich sagen, himmelhoch jauchzend irgendwo reinzustürmen und zu sagen, das ändere ich jetzt, und dann bong, irgendwo gegenzurennen, hinzufallen und festzustellen, scheiße, geht gar nicht. Das hat mir immer sehr geholfen, dass ich immer sehr realistisch war in allem, was ich getan habe und immer einkalkuliert habe, dass Dinge halt auch nicht funktionieren können. Aber wie gesagt, trotzdem, steht für euch an, seid ihr selbst. Das ist definitiv wichtig. Und es ist auch gut für die Gesundheit.